Im tschechischen Děčín, dem Sitz der Firma Chart Ferox, nahe der Grenze zum deutschen Bundesland Sachsen, begann die Reise von 2 Flüssiggastanks nach Gibraltar. Diese beiden Tanks waren die ersten von insgesamt 5 für das neue Gaskraftwerk der Iberischen Halbinsel. Mit dem LKW musste die erste Etappe vom Firmengelände zum Hafen bewältigt werden. Die Tanks standen auf sogenannten Elefantenfüßen und der LKW schob die Modulachsen jeweils unter die Auflagepunkte. Auf den Modulachsen waren Drehschemel montiert, um später beim Transport eine maximale Wendigkeit zu erreichen. Nach dem Ausmessen der richtigen Position wurden dann die Achsen und somit auch der gesamte Tank hydraulisch angehoben. Die Ladung wurde mit Lastketten gesichert und außerdem noch Fahrbahnplatten aufgeladen, um später kleinere Unebenheiten auf der Strecke überwinden zu können. Jetzt begann das Rangieren, um den ersten Tank für die Abfahrt am Abend in Position zu bringen. Volle Konzentration war gefragt, um den 250 Tonnen schweren und 50 Meter langen Tank auf insgesamt 22 Achsen auf dem schwierigen Untergrund zu bewegen. Die gesamte Fahrzeugkombination sollte dann schon mal auf die Straße rangiert werden, um am Abend gleich losfahren zu können. Nach einer kurzen Besprechung mit den Begleitern ging es um 20:30 Uhr auf die knapp 3 Kilometer lange Strecke zum Hafen. Der Weg durch die Innenstadt wurde dann im Rückwärtsgang zurückgelegt. Hier waren besonders tief hängende Leitungen eine Herausforderung für das Team. Aber Mitarbeiter des Telekommunikationsanbieters waren mit einem Hubsteiger vor Ort und konnten so die Kabel über dem Transport hochdrücken. Kurze Zeit später wurde dann der Hafen erreicht und der erste Tank wieder auf Elefantenfüßen abgestellt. Der LKW machte sich dann gleich wieder auf den Weg, den nächsten Tank zu holen. Mit großen Lastschlingen wurde dann in den nächsten Tagen die Verladung ins Binnenschiff vorbereitet. 2 große Kräne hoben die Tanks parallel in die bereitstehende Lastkähne. Nach dem gleichen Prinzip wurde der zweite Tank verladen und die Fahrt über die Elbe bis nach Hamburg konnte beginnen.
5 Wochen später erfolgte dann im Hamburger Hafen der Umschlag von den Frachtkähnen ins Hochseeschiff, das die Tanks bis nach Gibraltar bringen sollte. Die Fairlift der niederländischen Reederei Jumbo Shipping machte im Südwesthafen fest. Mit ihren 2 bordeigenen Kränen mit einer Liftkapazität von 650 Tonnen war das Schiff das ideale Werkzeug für den Umschlag und Transport der Tanks. Die beiden Tanks wurden aus ihrer Parkposition geholt, um auf der Steuerbordseite am Schiff festzumachen. Dann wurde mit den Vorbereitungen für die Verladung begonnen. Armdicke Stahlschlaufen wurden an die Kranhaken gehängt, um die 250 Tonnen schweren Tanks anzuheben. Diese wurden von der Crew mit Stahlschäkeln an den Befestigungspunkten der Tanks montiert. Dann konnte mit dem Lift des ersten Tanks begonnen werden. Die beiden Kräne mussten dazu absolut parallel die Ladung anheben, um sie dann zwischen sich hindurch zu fädeln. Als der erste Tank seinen Standort auf dem Oberdeck erreicht hatte, wurde gleich mit der Ladungssicherung begonnen. Hierzu wurden aus Stahlplatten Haltepunkte auf das Deck geschweißt. Für den Lift des zweiten Tanks musste der Lastkahn nochmal wenden, denn die Kräne hätten die Ausladung nicht geschafft. Ansonsten verlief alles wie beim ersten Tank. Da dieser nun aber schon an Deck stand, war jetzt wesentlich weniger Platz zum Ausrichten des zweiten Tanks. Hier musste mit allerhöchster Konzentration gearbeitet werden, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Auch der zweite Tank wurde mit Haltepunkten und später noch mit Ketten gesichert, und so konnte die große Fahrt nach Gibraltar beginnen.